Neugier, Segen oder Fluch. Das Paradoxe an dieser Eigenschaft verkörperte für die alten Griechen die mythische Figur der Pandora. Der Legende nach war sie die erste Sterbliche, deren brennende Neugier eine Kette weltbewegender Ereignisse in Gang setzte. Pandora wurde von Hephaistos, dem Gott des Feuers, zum Leben erweckt. Er bat die anderen Götter um Hilfe, um sie zu etwas Besonderem zu machen. Von Aphrodite erhielt sie die Fähigkeit für tiefe Gefühle, Hermes schenkte ihr die Beherrschung der Sprache, Athene gab ihr handwerkliches Geschick und Liebe zum Detail und von Hermes bekam sie ihren Namen. Zu guter Letzt gab Zeus Pandora 2 Geschenke. Das erste war der Wesenszug der Neugier, der sich in ihrem Geist verankerte. Voller Eifer schickte er sie hinaus in die Welt. Das zweite war eine schwere, kunstvoll verzierte, unhandliche, fest verschlossene Büchse. Doch der Inhalt, so Zeus, sei nicht für sterbliche Augen bestimmt. Sie dürfe die Büchse unter keinen Umständen öffnen. Auf der Erde verliebte sich Pandora in den begabten Titanen Epimetheus, dem Zeus den Auftrag gegeben hatte, die Natur zu erschaffen. Er hatte mit seinem Bruder Prometheus gearbeitet, der die ersten Menschen erschuf, aber auf ewig bestraft wurde, weil er ihnen das Feuer gab. Epimetheus vermisste seinen Bruder schmerzlich, aber in Pandora fand er eine feurige Seele, die ihm Gesellschaft leistete. Sie war begeistert vom irdischen Leben. Zudem war sie leicht abzulenken und konnte wegen ihres Wissensdursts und ihrer Neugier auch ungeduldig sein. Oft wanderten ihre Gedanken zum Inhalt der verschlossenen Büchse. Welcher Schatz war so mächtig, dass Sterbliche ihn niemals sehen sollten? Und warum war er in ihrer Obhut? Sie brannte darauf, die Büchse zu öffnen. Manchmal war sie überzeugt, Stimmen flüstern und den Inhalt klappern zu hören, als ob er sich befreien wolle. Das Mysterium machte sie wahnsinnig. Mit der Zeit wurde Pandora immer besessener von der Büchse. Eine höhere Macht schien sie zu deren Inhalt zu ziehen und ihren Namen immer lauter zu rufen. Eines Tages hielt sie es nicht mehr aus. Sie schlich sich von Epimetheus weg und starrte die mystische Büchse an. Sie würde nur einen Blick hineinwerfen, dann wäre ihre Neugier ein für alle Mal befriedigt. Aber als sie den Deckel anhob, sprang die Büchse auf. Monster, die schreckliche Laute machten, entflohen in einer Rauchwolke und umwirbelten sie kreischend und gackernd. Panisch vor Angst griff Pandora verzweifelt in die Luft, um sie in ihr Gefängnis zurückzuweisen. Aber die Kreaturen türmten sich zu einer grauenhaften Wolke auf und zogen in Schwaden davon. Zeus hatte die Büchse als Gefäß für alle von ihm erschaffenen Kräfte des Bösen und Leidens genutzt. Einmal freigelassen, waren sie unaufhaltsam. Während Pandora weinte, hörte sie ein Geräusch aus der Büchse erklingen. Nicht das unheimliche Dämonengeflüster, sondern ein zartes Klimpern, das ihre Qual zu lindern schien. Als sie nochmals den Deckel hob und hineinspähte, stieg ein warmer Lichtstrahl empor und flatterte davon. Sie sah ihn im Sog des von ihr entfesselten Bösen flackern und ihr Schmerz ließ nach. Pandora wusste, das Öffnen der Büchse war unumkehrbar. Aber gleichzeitig schöpfte sie Hoffnung, die Folgen mildern zu können. Heute weist Pandoras Büchse auf die extremen Folgen hin, wenn man mit Unbekanntem hantiert. Aber Pandoras brennende Neugier zeigt auch die Zwiespältigkeit des menschlichen Wissensdursts auf. Müssen wir alles Unbekannte erforschen und die Erde ständig weiter umgraben, oder sollten manche Rätsel besser ungelöst bleiben? In diesem Video geht es um einen weiteren klassischen Mythos, der die Geschichte des großen Rennens hinter den chinesischen Tierkreiszeichen erzählt. Oder begib dich mit diesem Mythos in die Unterwelt und sieh, wie 2 Brüder es mit den Göttern des Todes aufnehmen.